Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Anfang 2022 läutete Bosch die Antriebswende ein, den Wechsel auf das smarte System. Und ich hatte ein bisschen Kritik. Und jetzt haben wir August 2023 und wir wollen mal sehen, wie es jetzt ist. Ich habe den großen Vorteil, schon mehrere Räder mit dem smarten System gefahren zu haben. Und jetzt haben wir gerade zwei Testräder da mit unterschiedlicher Ausstattung. Einmal das Riese & Müller Multitinker und dahinter mir das Trek Fetch Plus 2. Das Multitinker hat die gleiche Ausstattung wie das Multicharger, das wir Anfang 2022 für das Video hatten. Also das Kiox 300 Display, die LED-Remote und den Bosch Performance Line CX Motor. Das Trek hingegen hat den Cargoline Motor, die LED-Remote und das Smartphone Grip und als besondere Ausstattung noch das Connect-Modul. Aber was das alles heißt, das sehen wir gleich. Zuerst geht es um den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Helden.de. Helden.de ist eine junge Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst transparente und faire Versicherungen anzubieten. Sie haben verschiedene Haftpflichtversicherungen, Pferdehaftpflicht, Hundehaftpflicht, Privathaftpflicht, eine Hausratversicherung und auch, und das ist für dich wahrscheinlich ganz besonders interessant, eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Aber das Coole ist, Helden.de hat auch noch einen Community-Gedanken. Denn wenn du eine Versicherung bei Helden.de abschließt, bekommst du einen Heldencode. Und den können dann deine Familie, können deine Freunde dafür verwenden, um einen Monatsbeitrag pro Jahr auf jede Versicherung bei Helden.de zu sparen. Und damit du nicht leer ausgehst, kannst du jetzt den Heldencode RBND4 verwenden oder geh mal auf den Link unten in der Videobeschreibung, denn dann kannst auch du einen Monatsbeitrag pro Jahr auf jede Versicherung bei Helden.de sparen. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und jetzt gucken wir uns mal das smarte System an. Als die ersten Hersteller Anfang 2022 das smarte System in ihre Bikes integriert haben, gab es nur sehr wenig Auswahl, sehr wenig Optionen. Es gab einen einzigen Akku, einen einzigen Motor, ein einziges Display und eine einzige Bedieneinheit. Das hat sich mittlerweile zum Glück über die letzten 1,5 Jahre geändert. Mittlerweile ist die komplette Motoren-Range von Bosch auf das neue smarte System umgestellt und es gab bei dem ein oder anderen Motoren auch noch technische Änderungen, dass die jetzt ein höheres Drehmoment haben und in der Zwischenzeit kam natürlich noch ein komplett neu entwickelter Motor von Bosch hinzu, der Bosch Performance Line SX. Auch bei den Akkus gab es am Anfang nur eine einzige Option, den riesenhaften 750 Wattstunden InTube Akku. Ein richtiges Geschoss, das in kaum einen Fahrradrahmen reingepasst hat. Auch da die Befürchtung, dass es sich mit dem smarten System nur noch um InTube-Akkus handelt, hat sich zum Glück als falsch herausgestellt, sondern Bosch bietet auch weiterhin Aufsatzakkus dran, sodass natürlich auch bestehende Rahmen und bestehende Fahrräder auf das neue smarte System umgebaut werden können und die Hersteller nicht das Fahrrad neu um einen Akku rumdesignen müssen. Und es gibt auch weiterhin die Akkus für den Gepäckträger, für die Gepäckträgermontage und auch in vielen verschiedenen Größen. Und was mir besonders gut gefällt, dass auch gerade diese Powerpacks, also die Rahmenakkus, jetzt mit einer größeren Kapazität kommen. Das Kernelement der Bedienung ist hier die LED-Remote, die hier mit verschiedenen LEDs schon alle notwendigen Fahrinformationen anzeigen kann, wie Unterstützungsstufe oder auch Akkuladestand. Aber dieser LED-Remote sind noch weitere Bedienelemente ebenfalls zur Seite gestellt worden für verschiedene Arten von Fahrrädern und das ist natürlich dann ganz besonders zum Beispiel für den Bosch Performance Line SX interessant, der in deutlich leichteren Fahrrädern zum Einsatz kommt, wo man vielleicht am Lenker nicht so eine große Bedieneinheit haben möchte. Beim Display ist grundsätzlich die Besonderheit, dass das smarte System ohne auskommt, weil alle relevanten Informationen in den Bedienelementen angezeigt werden können. Aber wenn man doch ein Display haben möchte, gibt es auch verschiedene Optionen mittlerweile. Einmal das Intuvia 100 Display, das Kiox 300, das es von Anfang an schon gab, das Kiox 500, das jetzt neu vorgestellt wurde und eine etwas größere Version des Kiox 300 ist. Und dann hier den Smartphone Grip, der einige spannende Features bietet. Auf der einen Seite verliert er leider seine Anzeigemöglichkeit. Bei dem alten Smartphone Grip war es so, dass hier noch ein kleines Display drin war, wo man grundsätzliche Fahrinformationen angezeigt haben konnte. Das gibt es jetzt hier nicht mehr, sondern wenn man sehen möchte, wie schnell man fährt, muss man zwangsweise das Display damit, das Smartphone damit verbinden. Aber dafür ist hier eine Wireless Charging Option eingefügt worden. Also hier befindet sich eine Spule, die dein Smartphone lädt, während du es als Display nutzt. Das ist ziemlich cool. Und wenn dein Smartphone kein kabelloses Laden unterstützt, dann ist hier ein kleiner Micro-USB-Anschluss. Leider Micro-USB, kein USB-C,
an das sich ein Kabel anstecken lässt und du dann darüber dein Smartphone laden kannst. Und das Besondere ist auch, dass man die Displays sehr einfach wechseln kann und dafür noch nicht mal in eine Werkstatt muss. Wenn du ein Bike entweder ohne Display oder mit einem Intuvia 100 hast und du möchtest das Smartphone Grip zum Beispiel haben, dann kaufst du dir einfach das Smartphone Grip und kannst es selber ganz einfach wechseln, indem du es einfach hier an die LED-Remote anschließt. Und das ist das Besondere, dass die Intelligenz ist nicht mehr in diesem Display drin, so wie früher, sondern hier in der LED-Remote. Weitere Features, die aber wahrscheinlich nicht für so einen riesigen Nutzerkreis interessant sind, sind auf der einen Seite das Smart ABS, das Anti-Blockiersystem, das man noch verschiedenartig anpassen kann mit dem smarten System, mit der Flow-App, und auch die eShift-Kompatibilität mit Rohlauf, mit 3x3 und auch mit NVIOLO. Da war es bisher so, dass entweder das gar nicht funktioniert hat mit elektronischem Schalten oder aber über einen weiteren Schalter, wie zum Beispiel bei der NVIOLO Automatik. Diese Punkte lassen sich jetzt ebenfalls hier über das smarte System steuern. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein würdiger Ersatz für das Nyon-Display. Denn das bot im alten DUM-System einige smarte Features, ohne dass man damit ein Smartphone verbinden musste. Man konnte damit richtig navigieren, es gab eine richtige Kartendarstellung, man konnte die Kacheln etc., so wie man das angezeigt haben wollte, selber anpassen. Das Video dazu verlinke ich jetzt einfach mal hier oben. Und das ist ein ziemlich cooles Display, gibt es aber aktuell für smarte Systeme nicht. Für ein Nyon-Display im smarten System müsste man eben nochmal ein intelligentes Display entwickeln. Bislang sind alle smarten Funktionen in dem smarten System abhängig vom Smartphone und der Flow-App. Und die gucken wir uns jetzt an. Wir verbinden uns mit Tillmanns E-Bike und in diesem Falle verbinden wir uns hier mit dem Riese Müller Multitinker. Warum hier oben Trek steht, das kann ich nicht ganz genau sagen. Was ich ganz genau sagen kann, ist, dass es momentan ein echtes Problem gibt, wenn du 2 oder mehr E-Bikes mit dem smarten System hast und sie mit der Flow-App managen möchtest. Denn immer wenn du die E-Bikes wechselst, Tracking aktivieren möchtest und die Einstellungen anpassen möchtest, musst du das E-Bike aus der Flow-App entfernen und dann auch noch aus den Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones entfernen. Und dann beim nächsten Bike das wieder alles neu initialisieren. Und wenn du dann wieder wechseln möchtest, den gleichen Vorgang nochmal von vorne. Das ist nicht so wie bei der alten eBike Connect App, dass du deine Liste an deinen E-Bikes hast und dann das Bike auswählen kannst, das du gerade fahren bzw. einstellen möchtest, sondern du musst immer so ein Hugo machen. Das ist irgendwie unpassend für 2023. Also da hoffe ich wirklich, dass Bosch das schnell fixt, weil ich bin nicht der Einzige mit 2 Bosch E-Bikes und dass hier Trek in der App steht, obwohl ich ein Riese Müller verbunden habe, ist irgendwie gerade auch nicht so cool. Aber ich gerate schon wieder ins Schwärmen. Hier sehen wir jetzt den Homescreen der Flow-App. Wir sehen, dass unser Bike startklar ist. Hier oben steht jetzt halt der falsche Hersteller, geschenkt. Und hier sehen wir erstmal grundsätzliche Informationen, wie voll der Akku ist und welche Reichweite wir erwarten dürfen. Und wenn wir jetzt hier auf den Info-Button gehen, dann können wir auch noch die aktuell geschätzte Reichweite in den verschiedenen Modi uns betrachten. Und hier sehen wir dann auch gleich, wenn wir hier auf der LED-Remote drücken, dann sehen wir auch gleich, in welchem Modus sich das Fahrrad befindet. Und es gibt jetzt hier auch verschiedene Modi. Also die Hersteller können jetzt zum Beispiel entscheiden, ob sie je nach Fahrrad einen Automodus damit drin haben oder noch einen Cargo-Modus. Und diese Modi lassen sich dann auch vom Hersteller selber individuell anpassen. Der nächste Punkt ist individuelle Fahrmodi. Und hier können wir verschiedene Punkte anpassen und sehen dann auch hier, ob etwas individualisiert wurde oder eben nicht. Hier können wir jetzt die Unterstützung anpassen, die maximale Geschwindigkeit stellen wir wieder auf 25, das maximale Drehmoment und auch die Dynamik, also ob der Motor sanft oder kraftvoll unterstützen soll. Und das lässt sich natürlich auch in allen anderen Modi einstellen. Hier im Automodus können wir das ebenfalls einstellen. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde, wenn man jetzt hier in die verschiedenen Modi geht, dann ist alles mit einem Wert 0 angepasst und man sieht nicht, wie zum Beispiel das Beschleunigungsverhalten beim Eco-Modus im Vergleich zu dem Turbo-Modus ist, weil da die Dynamik immer 0 ist. Also da finde ich nochmal den Unterschied interessant zu sehen zwischen den verschiedenen Modi. Hier können wir dann die Fahrleistung sehen, 808 Kilometer mit dem Multitinker insgesamt und auch in den verschiedenen Modi. Und wir können, falls wir Hilfe brauchen, einen Fachhändler in unserer Nähe einfach finden. Der nächste Punkt
ist Fahren. Und hier haben wir jetzt eine Kartendarstellung und eine echte Navigation. Wir können jetzt hier einen Ort oder eine Adresse suchen, wie zum Beispiel Salemer See. Und dann berechnet er uns eine Route dahin. Und dann können wir auswählen zwischen einer Standardroute, so Alltagsfahrt, die schnellste Route oder auch die Mountainbike-mäßigste Route, wenn wir Mountainbike fahren würden. Wir können uns dann hier die Gesamtstrecke anzeigen lassen, wie lange wir etwa brauchen und wie viel Höhenmeter wir haben. Und hier können wir dann nochmal uns die verschiedenen Fahrarten ansehen, auch was das dann im Endeffekt bedeutet, was Bosch sich darunter vorstellt, und können hier noch die verschiedenen Kartendetails ein- und ausschalten, je nachdem, was für uns jetzt in diesem Falle relevant ist. Hier bei Höhenmeter sehen wir dann noch das Fahrprofil, also es geht schon ein paar Hügelchen hoch, und wir können uns auch anzeigen lassen, wie viel unbefestigte und wie viel befestigte Wege es gibt. Und wenn wir dann uns navigieren möchten, dann drücken wir einfach auf Los. Ja, und schon sehen wir hier die Navigation. Aber bei dem Multitinker haben wir ja keine Handyhalterung. Also man könnte es natürlich jetzt irgendwie am Fahrrad befestigen, aber jetzt neu oder schon seit etwas längerer Zeit neu gibt es auch eine Navigationsfunktion in dem Kiox 300 Display. Die ist aber relativ rudimentär. Die ist ähnlich rudimentär wie auch bei dem alten Kiox Display. Das ist einfach nur eine Pfeildarstellung mit einem Weg ohne größere detaillierte Informationen, wo es genau lang geht, sondern da muss man halt auf die Umgebung achten, wo ist welche Abzweigung, und dann kann man da auch reinfahren. Also es ist keine echte Kartendarstellung. Wie das dann in dem Smartphone Grip aussieht, das gucken wir uns dann auch noch mal an, wenn wir auf das Track gucken. Was dann hier auch noch interessant ist, Activity Tracking ohne Öffnen der App. Wenn man also bestimmte Freigaben der Flow-App gibt, dann zeichnet sie immer alle Touren auf, sofern man das Smartphone trotzdem verbunden hat. Wenn man das Smartphone nicht verbunden hat mit dem smarten System, dann zeichnet er nicht so viel auf. Hier ist mal eine Fahrt aufgezeichnet, hier ist mal eine Fahrt aufgezeichnet, aber diese Fahrten, die man zurückgelegt hat, werden nicht automatisch in dem Motor oder in dem System gespeichert, sondern werden immer nur in dem Smartphone gespeichert, beziehungsweise auf den Bosch-Servern, wenn man das Smartphone damit verbunden hat. Wenn man also auf Aktivitätstracking mit seinem E-Bike Wert legt, dann sollte man sich nicht unbedingt auf das smarte System verlassen, wenn man nicht jedes Mal vorher checkt, dass das Smartphone auch tatsächlich mit dem E-Bike verbunden ist, was, wenn man zwei E-Bikes hat, teilweise fragwürdig ist, weil man immer erstmal das Geraffel machen muss mit Verbinden, wieder neu verbinden etc. Da würde ich mich dann also eher auf eine Smartwatch oder auf eine andere Aktivitätstracking-App auf dem Smartphone verlassen. Und der letzte Reiter sind die Einstellungen. Wir können hier oben unser Bike auswählen. Es ist jetzt nach wie vor das Riso & Müller, und wir sehen hier zum Beispiel die ganzen Komponenten. Die LED-Remote, sehen wir die verschiedenen Informationen hier rüber. Wir sehen hier auch die Gesamtbetriebszeit, Gesamtdistanz, welchen Akku wir haben, wie viele Ladezyklen und wie viel abgegebene Kilowattstunden und welches Display wir haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Display wechseln hier bei unserem Multitinker, dann können wir hier auch ein neues Gerät hinzufügen, wie zum Beispiel das Smartphone Hub oder ein Tuvia 100. Wir können hier das digitale Servicebuch initialisieren und dann auch speichern, ja, wann wir Service haben etc. Und der letzte Punkt ist E-Bike Update, also over the air, wie man so schön neudeutsch sagt, kann man hier das Fahrrad und die verschiedenen Komponenten auf den neuesten Stand bringen und muss nicht zum Händler rennen. Dann die individuellen Fahrmodi, die haben wir eben schon gesehen, und mittlerweile lässt sich auch das Display konfigurieren. Wir können hier die verschiedenen Fahrdaten nach Belieben anordnen, austauschen und können 13 Screens hinzufügen. Und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt mal hier. Also hier haben wir die verschiedenen Screens, die voreingestellt sind von Riso & Müller, und können jetzt zum Beispiel die Reihenfolge ändern, dass dieser Screen einfach nach vorne gezogen wird, obwohl der ist eigentlich am interessantesten. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, wie viel Power ich habe und wie viel Power ich abgebe. Das ist mir wichtiger als alles oder als das meiste andere. Und dann ziehe ich das nach vorne, speichere das, und dann können wir das auch hier in dem Display sehen. Also das ist der eine Screen, und danach ist direkt
der Screen mit der Leistung und der Trittfrequenz. Und so ließen sich halt die verschiedenen Screens munter tauschen. Aber wir können auch die verschiedenen Seiten bearbeiten. Wir wählen jetzt mal diesen Screen hier aus und können dann hier auf Seite bearbeiten gehen. Und dann kann man hier, kriegt man die gleiche Anzeige wie auf dem Kiox-Display an sich. Und wir können dann hier was antippen, sagen wir Distanz, die ist mir egal. Ich möchte wissen, wie voll mein Smartphone-Akku ist, speichern das und schon wird uns hier angezeigt, wie voll das Smartphone ist. Und das lässt sich halt mit vielen verschiedenen Fahrdaten umsetzen, die mal mehr, mal weniger relevant für dich sind. Wahrscheinlich genauso wie für mich. Und man kann auch eine komplette Seite hinzufügen. Entweder ein großer, zweigeteilt oder dreigeteilt. Wählen wir mal einen großen aus, können dann zum Beispiel die Ankunftsseite Navigation auswählen oder die Gesamtstrecke oder die Navigation. Und schon wurde hier eine zweite Navigationsseite eingefügt. Und die nächste Funktion, die ich ganz besonders interessant finde, ist Lock und Alarm, also Schloss und Alarm. Wenn man die aktiviert, dann kann man die Drive Unit, also den Motor, digital sperren. Und zwar, indem man entweder das Smartphone verwendet oder auch das Kiox-Display und ist damit die Ergänzung zu einem Fahrradschloss oder eine Versicherung. Bei helden.de zum Beispiel. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, wie das E-Bike Lock und das GPS-Tracking etc. funktioniert, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, weil ich habe jetzt ja 2 Räder da mit dem smarten System, wo ich das mal zeigen könnte. Dann eine weitere Funktion ist automatische Trip-Zurücksetzung und dann lässt sich auch noch der Radumfang des Hinterrads einstellen, wenn man zum Beispiel einen anderen Reifen montiert hat, der etwas größer oder etwas kleiner ist, dann kann man das hier nochmal etwas genauer einstellen. Und das Fahrrad lässt sich zurücksetzen und entfernen, was man eben häufiger machen muss, wenn man 2 E-Bikes mit dem smarten System hat. Und weil wir uns jetzt das Track angucken wollen, machen wir das jetzt auch. 1 Minute 37 Sekunden später. Gerät ignorieren. Und jetzt können wir uns ums Track kümmern. Wenn wir ein E-Bike verbinden wollen, dann müssen wir es natürlich erstmal anschalten. Und wenn man jetzt das Smartphone hier einfach auf diese Station stecken würde, dann würde es schon mal laden. Das ist ziemlich cool. Allerdings können wir es so noch nicht verwenden, sondern wir müssen es erstmal verbinden. Wir drücken also E-Bike verbinden. Wir haben die LED-Remote und drücken dann hier einmal lange, weiter und das E-Bike wird eingerichtet. Das geht eigentlich relativ flott. Koppeln. Ich bin startklar und jetzt stimmt das auch mit dem Trek-Logo. Und wir haben hier im Grunde alle Informationen, die wir eben schon gesehen haben, nur mit einem deutlich größeren Display, das auch gleichzeitig noch unser Smartphone ist, mit dem man telefonieren kann. Auch hier könnten wir das Fahrrad jetzt mit einem Update versehen. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben hier aber grundsätzlich halt die gleichen Möglichkeiten, wie wir das auch eben bei dem Riso und Müller gesehen haben. 166 Kilometer ist es bisher gefahren und wir können jetzt ebenfalls eine Navigation starten. Und wir suchen jetzt eine Route mal raus. Man kann hier entweder bei Meine Routen suchen, dann kann man das Ganze mit Komoot verbinden und da die Komoot-Routen einbinden. Das ist gerade für sportlichere Fahrer interessant. Oder man nutzt die richtige Navigationsfunktion und wollen jetzt mal in die Innenstadt fahren. Das sollte ich eigentlich auch so finden, aber wir haben hier wiederum die Möglichkeiten, die Höhenmeter uns anzuzeigen, den Untergrund und wir können auch verschiedene Routen wählen. Sollte das relevant sein, ist es jetzt bei dieser Strecke nicht. Und wir starten mal. So, das einzige Problem ist, ich kann jetzt diese App und diese Navigationsfunktion nicht im Querformat nutzen, weil die App nur auf Hochformat ausgelegt ist. Das ist ziemlich doof, weil der Ride-Screen ist ja im Querformat. Das heißt, ich könnte nicht auf dem Rad sitzend das Handy fixieren und dann eine Route auswählen, außer ich neige meinen Kopf in diese Richtung. Naja gut, drehen wir das mal und öffnen den Ride-Screen und dann sehen wir hier diese schöne Kartenansicht. Der Smartphone-Akku wird während der Fahrt geladen. Das ist natürlich ziemlich cool und das wird uns hier auch noch unten angezeigt. Ankunftszeit sehen wir hier, Entfernung zum Ziel, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeit. Und wir legen los. Und tatsächlich ist diese Anzeige hier sehr präzise, die per Bluetooth an das Handy geladen wird, an dem Handy angezeigt wird. Und auch die GPS-Verbindung, die Anzeige ist sehr präzise. Das Schöne ist auch, hier haben wir eine sehr moderne Anzeige. Also wir sehen die Form der Häuser, die hier links und rechts sind. Und man kann sich dadurch echt gut zurechtfinden, auch in einer fremden Stadt. Auch die einzelnen Straßen hier werden sehr gut angezeigt, sowie die Fußwege, die hier in den gestrichelten Linien sind. Was jetzt durch diese Konnektivität auch gegeben ist, dass wir
das Smartphone-Display hier mit der LED-Remote steuern können. Also wir können nach links und rechts gehen und natürlich auch die Unterstützungsstufen ändern. Und das wird uns dann auch sofort in einer Einblendung im Display angezeigt. Gleichzeitig auch, wie viel Kilometer Reichweite wir dann noch in dem jeweiligen Modus haben. So, und wenn wir jetzt hier fahren und dann mal von der Route abweichen, dann realisiert er das recht schnell, sagt abseits der Route und rechnet dann ganz schnell eine neue Route aus. Also das geht echt fix. So, und so kann man auch alle anderen Werte sich eben anzeigen lassen, Trittfrequenz, Leistung etc. Wie viele Meter es bergauf ging, maximale Höhe und Höhe, sowie diesen Übersichtsbildschirm, den wir auch bei dem Kiox-Display schon gesehen haben, bei dem Kiox 300. Und was mir noch aufgefallen ist, hier bei diesen Displays gibt es keine Möglichkeit, oder ich habe zumindest keine gefunden, die zu individualisieren. Also da gibt es nur diese Reihenfolge. Und wenn du was anderes angezeigt haben möchtest, dann sagt Bosch, dann nimm Kiox 300 oder 500. Wir haben jetzt hier entweder die Möglichkeit, noch uns Töne ausspucken zu lassen, wenn wir wenden müssen oder abbiegen müssen, oder eben eine echte Sprachnavigation. Allerdings sind die Töne verhältnismäßig leise und zum Beispiel die Sprachansagen habe ich eben gerade gar nicht gehört. In leisen Umgebungen hört man die Töne ganz gut, in lauten Umgebungen aber kaum eine Chance, und ich habe das wirklich auf volle Lautstärke gestellt. Jetzt ist unsere Tour zu Ende. Wir drücken auf Pause und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder nur Navigation oder Navigation und Tracking zu beenden, und wir beenden mal beides. Fahrt beendet, wir haben jetzt immer noch den Ride Screen und gehen jetzt mal zurück. Müssen dann natürlich wieder unser Handy in die Hand nehmen. Auch wenn man hier so sieht, das Smartphone Grip hat noch genug Platz, der ist für große Telefone. Da sehen wir jetzt dann hier die Tour, die wir gemacht haben. Also hier Fahrzeit, Strecke etc. kann man anzeigen lassen, und dann kann man sich hier das Ganze noch umbenennen, die GPX herunterladen und die FIT-Datei runterladen, um es irgendwo hochzuladen. Und in der aktuellen und neuesten Version könnte man auch das Ganze hier in diesen vernetzten Services mit Strava, Komoot, Apple Health und der Apple Watch synchronisieren, sodass man auch diese Aktivitätsdaten zum Beispiel einfach hochladen kann. Und mit der Apple Watch App könnte man das Ganze dann auch noch mit den Herzfrequenzdaten abgleichen und synchronisieren. Das ist eine gute Möglichkeit, denke ich mal, für sportliche Radfahrende. Ja, ist das was? Bei diesem Bike ist jetzt das Besondere, dass hier das Connect-Modul mit installiert ist. Und damit haben wir einige Optionen, wie zum Beispiel dieses GPS-Tracking und auch die Flow Plus-Option. Die ist vernünftig eingepreist, würde ich sagen. Und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, um das Bike eben nochmal zu schützen. Einmal einen akustischen und optischen Alarm, dann diesen Bewegungsalarm mit In-App-Benachrichtigung, Standortverfolgung, genau das gleiche, und geschütztes Parken mit Sicherheitsfeatures. Wenn wir das mal angucken, dann öffnet sich dann hier die Bosch-Website, mit der alle Informationen angezeigt werden. Wie gesagt, wenn euch interessiert, wie das Ganze im Einzelnen funktioniert, wenn ich das mal testen soll, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Die Bedienung des smarten Systems ist grundsätzlich auch ohne ein Smartphone möglich, einfach nur hier mit der LED-Remote oder den anderen Bedienelementen. Allerdings muss ich sagen, dass auch nach einem Jahr Eingewöhnung die Tasten nach wie vor relativ klein sind. Sie haben zwar einen guten Druckpunkt und auch schöne Kanten, damit man sie taktil gut trifft, aber für manche Leute können die Tasten gerade am Anfang noch etwas zu klein sein, gerade auch bei dem Bedienumfang, den sie haben. Das Gute ist allerdings, dass sich die Position der LED-Remote sehr gut anpassen lässt auf den persönlichen Bedarf. So lässt sich hier in dieser Richtung verschieben und natürlich auch hier in der Neigung noch einmal anpassen. Aber die Tasten, wie ihr das seht, die sind schon verhältnismäßig klein. Hier mit diesen Links- und Rechtstasten kann durch die einzelnen Bildschirme geschaltet werden, und wenn man teilweise Bildschirme hat mit mehr als 2 oder 3 Optionen, kann man hier mit diesem Optionsknopf hier noch durchschalten. Das ist jetzt bei diesem Fahrrad nicht der Fall. Dann gibt es hier die beiden Plus- und Minus-Tasten, mit denen sich durch die verschiedenen Unterstützungsstufen schalten lässt. Eine nächste Sache ist, dass sich hier auf langen Druck das Licht ausschalten lässt. Diese Funktion hat Riso und Müller allerdings aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet. Und bei dieser Taste hier unten gibt es die Schiebehilfe, und die ist anders als bei dem alten System. Denn hier beim smarten System muss man diesen Knopf lange drücken und dann auch anfangen zu schieben. Das heißt, das Fahrrad muss einen Moment spüren
um dann selber eine Rampe oder so hochzuschieben. Und das könnte in manchen Konstellationen ein echtes Problem sein. Wenn man zum Beispiel einen Anhänger hinten dran hat, das Fahrrad anschieben muss und an der Rampe steht, dann kann man es nicht einfach mal so losschieben, beziehungsweise es ist sehr, sehr schwer. Hier gibt es keine Möglichkeit, dass das Fahrrad einen selbstständig unterstützt, wenn man an einer Rampe ein Fahrrad anschieben möchte. Und ich bin da tatsächlich schon das ein oder andere Mal ins ganz schöne Schwitzen gekommen, um ein Fahrrad an einer Rampe loszuschieben, wo ich die Schiebehilfe wirklich gebraucht hätte, aber sie nicht funktioniert hat, weil ich dieses erste Moment nicht hinbekommen habe. Das war beim alten besser gelöst. Die Antriebswende bei Bosch wurde vor knapp 1,5 Jahren eingeläutet mit einer sehr reduzierten Auswahl und wurde in der Zwischenzeit deutlich erweitert. Die Flow-App hat noch den ein oder anderen Glitch und funktioniert nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Da auch nach wie vor die Kritik, dass eben das alte System komplett inkompatibel mit dem neuen System ist. Ladegeräte etc., Akkus können nicht weiterverwendet werden. Wie lange wird es noch Ersatzteile geben? Wie lange wird es noch Ersatzakkus geben? Wie lange hält mein Motor noch und kann ich das dann irgendwie auf das neue System umbauen? Wahrscheinlich nicht. Und das wirft natürlich so die ein oder andere Frage auf. Also insgesamt hat das smarte System einen Riesenschritt nach vorne gemacht und ist ohne Zweifel die Zukunft der Antriebssysteme bei Bosch. Aber ich kann trotzdem manche Designentscheidungen einfach nicht nachvollziehen und auch nicht nachvollziehen, warum so Features wie Doppelakku-Kompatibilität so ewig dauern. Obwohl ich dachte, dass das eines der ersten Features wäre, das irgendwie nachgereicht würde. Aber das ist auch nur meine Meinung zum smarten System. Ihr könnt jetzt mal eure Meinung zu diesem System unten in die Kommentare schreiben und auch die eine oder andere Frage stellen, die ich eventuell in diesem Video nicht beantwortet habe. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.